Ein Mietvertrag, bunte Wände und ein Rechtsstreit. Heute sprechen wir über ein Urteil, das Vermieter und Mieter gleichermaßen betrifft. Was passiert, wenn Schönheitsreparaturklauseln unwirksam sind? Welche Rechte und Pflichten haben beide Parteien? Und warum musste ein Vermieter trotz Mietausfallschaden und Renovierungskosten leer ausgehen? Bleiben Sie dran, das wird spannend. Willkommen zur Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Ivo Posikow und neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. In der heutigen Episode geht es um ein weiteres spannendes Thema aus dem Mietrecht: Schönheitsreparaturen im Mietvertrag. Teure Fehler, den Vermieter vermeiden müssen. Ein aktuelles Urteil des Amtsgerichts Hanau gibt uns spannende Einblicke in rechtliche Fallstricke rund um Schönheitsreparaturen und zeigt, wie wichtig es ist, Mietverträge ganz sorgfältig zu prüfen. Lass uns direkt einsteigen. Worum ging es in dem Fall des Amtsgerichts Hanau? Ja, da ging es um eine Schadenersatzklage eines Vermieters gegen seine ehemaligen Mieter. Der Vermieter verlangte knapp 5.500 € für Malerarbeiten, die er nach Rückgabe der Wohnung aufwenden musste, und Mietausfall. Und zwar, weil die Wohnung nach 13 Jahren mit bunt gestrichenen Wänden, also in bunten Farben, zurückgegeben worden ist, in Gelb, Grün und Rosa. Und deswegen, so der Vermieter, nicht direkt weitervermietet werden konnte. Okay, es klingt nach einem absolut typischen Mietrechtsfall, wie er im Buche steht. Warum hat denn das Gericht die Klage abgewiesen? Jetzt bin ich gespannt. Na, das Gericht hat festgestellt, dass die Schönheitsreparaturklausel in dem Mietvertrag, um den es ging, aus mehreren Gründen unwirksam war. Zum einen wegen der unrenovierten Übergabe der Wohnung, zum anderen aufgrund einer unzulässigen Einzugsrenovierungsklausel, und darüber hinaus verwendet der Vertrag zudem noch die alten Renovierungsfristen von, Mieter kennen das vielleicht, 3, 5 und 7 Jahren. Das war der Ausgangspunkt für die Entscheidung. Okay, Moment, was ist eine Einzugsrenovierungsklausel? Entrenovierungsklausel habe ich schon mal gehört, aber Renovierung bei Einzug? Ja, in der Tat, das ist eine Vertragsbestimmung, die den Mieter verpflichtet, die Wohnung beim Einzug zu renovieren. Unabhängig vom tatsächlichen Renovierungsbedarf ist das aber nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs als Vertragsklausel grundsätzlich unwirksam, da eine solche Klausel den Mieter unangemessen benachteiligt. Das gilt besonders, wenn die Wohnung bereits oder wenn sie eben unrenoviert übergeben wird. Ja. Beispiel: eine Klausel, der Mieter verpflichtet sich, die Wohnung bei Einzug komplett zu streichen, ist regelmäßig unwirksam. Okay, magst du uns kurz erklären, warum Klauseln zur Renovierung so häufig unwirksam sind? Ja, natürlich. Das liegt daran, dass auch Mietvertragsklauseln dem Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen, also dem Recht des Kleingedruckten. Und nach § 307 BGB dürfen solche Klauseln den Mieter eben nicht unangemessen benachteiligen. Wenn eine Wohnung aber unrenoviert übergeben wird oder starre Fristen für Renovierungen vorgegeben werden, sind solche Klauseln unwirksam. Starre Fristen benachteiligen Mieter unangemessen, weil sie den tatsächlichen Zustand der Wohnung ignorieren. Also du musst nach 3 Jahren, 5 Jahren oder 7 Jahren die bestimmten Räume malern, obwohl es vielleicht gar nicht nötig ist. Und wenn eine Wohnung unrenoviert übergeben wird, darf der Mieter nicht verpflichtet werden, sie renoviert zurückzugeben. Es sei denn, er erhält bereits zu Beginn einen angemessenen Ausgleich dafür, dass die Wohnung unrenoviert übergeben wurde, also mal die ersten 2, 3 Monate mietfrei. Auch die Kombinationen aus allen dieser Klauseln sind in der Regel unwirksam. Ja, auch Klauseln, die eine Beteiligung des Mieters an den Kosten von Renovierungsarbeiten vorsehen. Eine wirksame Vereinbarung zwischen Vermieter und Mieter setzt in der Regel voraus, dass die Wohnung bei Einzug renoviert ist. Oder eben halt eine Kompensation, wie ich gerade gesagt habe, für den nicht renovierten Zustand gewährt wird, eben mehrere Monate mietfrei. Ja, insoweit interessiert mich, welche Klauseln werden in euren Mietverträgen verwendet? Gibt es ungewöhnliche Formulierungen oder Auflagen oder Kombinationen? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr dazu gemacht habt. Okay, dann weiter im Text. Und was bedeutet das konkret jetzt für die Mieter? Das bedeutet, dass der Vermieter für die Schönheitsreparaturen verantwortlich bleibt, wenn die Vereinbarung unwirksam ist. Die Mieter können sich auf die Unwirksamkeit berufen und müssen keine Renovierungen durchführen oder Kosten tragen, wenn solche unwirksamen Klauseln im Vertrag stehen. Wichtig ist jedoch der Beweis des Zustands der Wohnung bei Einzug, etwa durch ein Übergabeprotokoll. Mieter sollten allerdings vorsichtig sein, wenn sie die Wohnung durch Malerarbeiten selber stark individualisieren, wie in unserem Fall hier mit bunten Farben. Denn das kann trotzdem zu Schadenersatzansprüchen führen, obwohl man eigentlich bei Auszug nicht zur Renovierung verpflichtet ist. Okay, erklär mal unseren Zuhörern und Zuschauern, warum das so ist. Wenn Mieter eine bei Übergabe der Wohnung an sie neutral gestrichene Wohnung in auffälligen Farben zurückgeben, kann der Vermieter unter Umständen Schadenersatz verlangen. Grundsätzlich gilt zwar, dass ein Mieter aufgrund der ihm zukommenden Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der Mietwohnung farbliche Veränderungen nicht rückgängig machen muss bei Mietende.
Allerdings besteht eine Rücksichtnahmepflicht des Mieters aus den allgemeinen vertraglichen Beziehungen zum Vermieter dahingehend, dass er die Mietsache in einem Zustand zurückgeben muss, die im Allgemeinen eine Weitervermietung ermöglicht, worunter eben auch eine Dekoration in hellen, neutralen Farben fällt. Ja, also das bedeutet, man geht im Allgemeinen davon aus, wenn du deine Wohnung in knallrot oder dunkelblau oder schwarz oder dunkles Violett streichst, dass eventuelle Nachmietinteressenten sagen, nee, die Wohnung übernehme ich so nicht, da ziehe ich nicht ein, die will ich nicht anmieten. Und diese Rechtslage gilt auch dann, wenn der Mietvertrag keine wirksame Renovierungsklausel enthält, unter der Voraussetzung, dass die Wohnung aber eben bei Mietbeginn schon in hellen, neutralen Farben übergeben worden ist. Eine Rückgabe in auffälligen Farben wäre also nur dann zulässig, wenn du die Wohnung bereits so übernommen hast. In diesem Fall musst du aber auch wieder den ursprünglichen Zustand beweisen können, etwa durch ein Übergabeprotokoll bei Einzug. Ein neutraler Zustand bedeutet im Übrigen nicht zwingend weiße Wände. Auch helle, dezente Farbtöne gelten als neutral, sofern sie für die Mehrheit potenzieller Mietinteressenten akzeptabel sind. Während der Mietzeit dürfen die Mieter also die Wände zwar in beliebigen Farben streichen, zur Rückgabe müssen sie jedoch in einem neutralen Zustand sein. Okay, aber zu unserem Rechtsstreit hier hast du doch erzählt, dass die Wohnung in bunten Farben zurückgegeben wurde, also gelb, grün, rosa, und nicht direkt weitervermietet werden konnte. Dann war der Vermieter doch eigentlich im Recht, oder? Ja und nein, denn nach den Feststellungen des Gerichts hat der Vermieter gegen die Mieter letztlich deshalb keinen Anspruch auf Ersatz seiner Kosten für die Malerarbeiten geltend machen können, weil er eben sich selbst wegen der unwirksamen Abwälzungsklausel der Schönheitsreparaturen eigene Kosten erspart hat. Er hätte ja im Laufe des Mietverhältnisses selber renovieren müssen, weil er wegen der unwirksamen Klausel dazu verpflichtet war. Selbst wenn die Mieter zur neutralen Rückgabe verpflichtet gewesen wären und sich schadenersatzpflichtig gemacht hätten, hätte sich der Vermieter, so das Amtsgericht in unserem Fall, die während der Mietzeit ersparten Renovierungskosten anrechnen lassen müssen. Und das Gericht schätzte diese ersparten Kosten auf sage und schreibe über 13.000 Euro. Diese Summe überstieg also die vom Vermieter geforderten Malerkosten und den Mietausfall deutlich. Okay, das heißt also, selbst wenn eine Renovierungspflicht des Mieters wegen der bunten Wände meinetwegen bestanden hätte, hätte der Vermieter keinen Anspruch auf den vollen Betrag gehabt. Ganz genau, der Vermieter kann keine Kosten geltend machen, die er durch die unwirksame Klausel ohnehin hätte tragen müssen. Also ein teures Vergnügen für den Vermieter. Frage an unsere Zuschauer und Zuhörer. Wisst ihr, was kein teures Vergnügen ist? Das Abonnieren unseres Kanals. Hinterlasst gerne ein kostenloses Abo, um keine spannenden Fälle und rechtlichen Themen mehr zu verpassen. Okay, dann zurück zum Thema. Was können die Mieter dann aus diesem Urteil lernen? Ja, Mieter sollten darauf achten und gegebenenfalls prüfen lassen, ob Schönheitsreparaturklauseln im Vertrag unwirksam sind. Bei unrenoviert übernommenen Wohnungen besteht in der Regel keine Pflicht zur Renovierung. Wichtig ist aber immer ein Übergabeprotokoll als Beweis, am besten sogar mit Fotos. Wenn Mieter während der Mietzeit von ihrem Gestaltungsrecht Gebrauch machen, also die Wände anders malen, dekorieren, tapezieren, müssen sie die Pflicht zur Rückgabe in neutralen Farben im Hinterkopf haben. Es kann sich aber im Ausnahmefall ergeben, dass selbst dann nicht gemalert werden muss, wie der Fall zeigt. Okay, und welche Tipps hast du für die hier zuhörenden und zuschauenden Vermieter? Ja, Vermieter sollten ihre Verträge regelmäßig prüfen lassen und auf rechtssichere Formulierungen achten. Besonders bei älteren Verträgen gibt es oft unwirksame Klauseln, die zu erheblichen finanziellen Verlusten führen können. Vermieter sollten also starre Fristen oder unzulässige Arbeiten in den Klauseln vermeiden. Ferner sollten Vermieter aus meiner Sicht bei Streitigkeiten über den vertragsgerechten Zustand bei Rückgabe von Mietwohnungen oder Mietobjekten auf eine gütliche Einigung statt auf langwierige Rechtsstreitigkeiten setzen. Das hört sich doch noch einen guten Tipp an. Vielen Dank. Und wenn unsere Hinweise euch gefallen haben, gebt gerne eine Bewertung oder einen Daumen nach oben ab. Wenn du dich für rechtliche Fragen zum Mietrecht interessierst, dann musst du unsere Folge Mythen im Mietrecht vom Anwalt entlarvt, die 10 größten Irrtümer anschauen.